Der akustische, der visuelle oder der fühlende Lerntyp? Statt dich auf deinen Lerntyp zu fokussieren, solltest du dich fragen, was sind wirklich effektive Lerntechniken? Wenn du der Spur nachgehst, dann kommst du dorthin, wo ich jetzt bin, nämlich wenig Zeit fürs Studium aufbringen, gleichzeitig trotzdem erfolgreich studieren und eine ganze Menge langfristig mitnehmen. Hi, schön, dass du da bist. Mein Name ist Lasse, ich bin Psychologiestudent an der Universität des Saarlandes. In diesem Video zeige ich dir beliebte Lernmethoden, die deine Zeit verschwenden, die effektivsten Lernmethoden der Welt, Active Recall und Spaced Repetition und wie du diese Lerntechniken ganz einfach mit einer App namens Anki umsetzen kannst. Viel Spaß! Beliebte Lernmethoden, die deine Zeit verschwenden. An den Lerntypen ist wirklich etwas dran. Nur macht es überhaupt keinen Unterschied, welcher Lerntyp du bist. Denn auf deinen Studienerfolg wirken sich die Lerntypen nicht signifikant aus. The overall findings showed no significant differences between students' achievement level according to their learning styles. Wie wäre es, wenn du dann einfach schaust, was sind die besten Lerntechniken der Welt? Und die gelten für alle. Du bist ja kein Special Snowflake und ich auch nicht. Du kannst mit Active Recall und Spaced Repetition mehr in weniger Zeit lernen und dann auch noch langfristiger. Wenn du mehr darüber erfahren willst, like jetzt dieses Video und los geht's. Lerntechnik Nummer 1. Erneutes Lesen. Das erneute Lesen gehört zu den beliebtesten Lernmethoden der Welt. Unter Studierenden und Schülern ist das die Nummer 1. Ich beziehe mich hier primär auf die Meta-Analyse von Dunlosky und Kollegen. Dunlosky und Kollegen haben 2013 hunderte von Primärstudien zu dem Thema analysiert, untersucht und verglichen und dann die Effekte zusammengetragen. Sie schreiben dazu: A wealth of research has shown that passive repetitive reading produces little or no benefit for learning. Eine Menge Forschung hat gezeigt, dass das erneute Lesen wenig oder gar nicht zu deinem Lernen beiträgt. Im Vergleich zu anderen Lernmethoden brauchst du zwar relativ wenig Zeit und musst da auch nicht groß lernen, wie das funktioniert, aber es bringt halt auch viel weniger. Du lernst im schlimmsten Fall quasi gar nichts. Das ist auch der größte Nachteil, den Dunlosky und Kollegen da drin sehen, erneutes Lesen als Lernstrategie zu verwenden. Du bist durch das erneute Lesen mit dem Inhalt vertraut und glaubst, ihn gelernt zu haben. Und jetzt bist du kurz davor, in die Falle zu tappen. Denn wenn du jetzt den Text in eigenen Worten wiedergeben sollst, wird es schwierig. Du denkst zwar, dass du den Inhalt gelernt hast, in Wirklichkeit ist er dir aber lediglich vertraut. Wenn Vertrautes mit Gelernten verwechselt wird, dann nennt man das in der Psychologie den Mere Exposure-Effekt. Dauerhaft gelernt hat man dann fast gar nichts. Wenn du gerne erneutes Lesen als Lerntechnik nutzen willst, kannst du das gerne machen. Ich will dir das gar nicht absprechen. Aber denk daran, es gibt deutlich effektivere Lernmethoden und die Wissenschaft hat eigentlich festgestellt, erneutes Lesen ist echt keine gute Lernmethode. Lerntechnik Nummer 2. Highlighting. Markieren und unterstreichen. Unterstreichen und Markieren gehört zu den beliebtesten Lernmethoden der Welt. Hier ist eine Liste von Studien, die das festgestellt haben. Auch hier beziehe ich mich wieder auf die Meta-Analyse von Dunlosky et al. Und werde nicht auf die einzelnen Studien eingehen. Wenn man das Markieren und Unterstreichen mit anderen Lerntechniken kombiniert, dann kann das sehr sinnvoll sein. Wie beispielsweise dem Erstellen von Karteikarten, Active Recall oder dem Erstellen von Notizen. Wenn man das Highlighting jedoch als eigenständige Lerntechnik sieht, also du gehst durch deine Folien durch oder durch dein Skript, highlightest und willst damit lernen, dann ist das eine äußerst ineffektive Lerntechnik. Sie schreiben dazu: On the basis of available evidence, we rate highlighting and underlining as having low utility. In most situations, highlighting does little to boost performance. It may actually hurt performance on higher level tasks that require inference making. Da wir es aber alle aus unerfindlichen Gründen lieben, mit Textmarkern und Buntstiften in unseren Texten herumzumarkieren und highlighten, empfehlen Dunlosky und Kollegen, dass sich zukünftige Forschung darauf ausrichtet, Studierenden und Schülern beizubringen, wie man effektiv markiert und unterstreicht. Lerntechnik 3. Zusammenfassen. Insgesamt ist das Zusammenfassen nach Dunlosky und Kollegen eine wenig effektive Lernmethode. Aber die Qualität der zusammengefassten Notizen variiert stark. Deshalb ist es schwierig, hier wirklich rauszufinden, wie gut ist jetzt das Zusammenfassen an sich. Weil manche kopieren einfach nur den Text und andere fassen wirklich in eigenen Worten zusammen, was dann auch nochmal deutlich mehr bringt, weil man tiefer drüber nachdenkt. Denn erst wenn du etwas wirklich verstanden hast, kannst du es auch in eigenen Worten erklären und aufschreiben. Wenn du gut darin bist, Inhalte in eigenen Worten schriftlich zusammenzufassen, dann ist das eine Lernmethode, die du anwenden kannst. Sönke Ahrens, der Autor des Buches How to Take Smart Notes, schreibt hierzu: Die Lektüre mit Stift in der Hand hält einen in der Tat auf, aber nur in dem Sinne, dass sie einen auf Unverstandenes hinweist und zum Nachdenken zwingt. Natürlich kann man den Prozess beschleunigen, indem man diesen Schritt überspringt, aber dann kann man sich die Mühe auch gleich ganz sparen. Dunlosky und Kollegen schreiben, dass sie die Effektivität vom Zusammenfassen als Lernmethode niedrig bewerten.
On the basis of the available evidence, we rate summarization as low utility. It can be an effective learning strategy for learners who are already skilled at summarizing. However, many learners, including children, high school students and even some undergraduates, will require extensive training, which makes this strategy less feasible. Also, wenn du darin geübt bist, Zusammenfassungen zu erstellen, dann kannst du das natürlich auch weiterhin guten Gewissens tun. Klar, kannst du auch so. Insgesamt ist das Zusammenfassen aber eine Lernmethode, die viel Übung und richtiges Vorgehen erfordert, damit du deine Zeit gut nutzt. Wenn du mehr aus deiner Zeit herausholen willst, dann solltest du zu den effektivsten Lernmethoden Active Recall und Spaced Repetition wechseln. Was ist Active Recall? Active Recall ist eine einfache Lernmethode und basiert auf dem Abruf von Informationen aus deinem Gedächtnis. Der Abruf von Informationen stärkt die Assoziation, also die Verbindung von Nervenzellen in deinem Gehirn. Active Recall ist eigentlich nichts anderes, als sich selbst zu testen, Informationen abzurufen aus dem Gehirn. Also wann hat der beste Freund Geburtstag? Wie ist das Diathese-Stressmodell aufgebaut? Active Recall ist ein Abruf von Informationen aus dem Gehirn. Die Grundlage für sinnvolles Lernen mit Active Recall ist das Verstehen. Nur wenn du etwas wirklich verstanden hast, wirst du die Inhalte auch Monate später im richtigen Zusammenhang abrufen können. Übrigens, ein Zettelkasten ist super geeignet, um Gelerntes miteinander in Verbindung zu bringen. Wenn du mehr darüber erfahren willst, geh auf meinen Blog www.lasseschock.de und lies das Buch von Sönke Ahrens, Das Zettelkastenprinzip. Hast du schon mal mit Karteikarten gelernt? Du versuchst, den richtigen Inhalt abzurufen, du testest dich also und das verbessert deine Leistung. Wenn du etwas nicht weißt oder deine Karteikarte nicht richtig beantworten kannst, ist das gar nicht schlimm. Warum? Wenn du dich testest, hat das auf jeden Fall eine positive Wirkung auf deinen Lernfortschritt, auch wenn du Fehler machst. Die Wissenschaftler Cornell, Heiss und Björk haben 2009 dazu eine Studie gemacht. Diese Ergebnisse zeigen, dass Abrufversuche, also Active Recall bzw. sich zu testen, das zukünftige Lernen verbessern. Die Ergebnisse deuten auch darauf hin, dass das Absolvieren von herausfordernden Tests, im Gegensatz zu einfachen Tests, die man machen könnte, um Fehler zu vermeiden, ein Schlüssel zum effektiven Lernen sein kann. Was lernen wir daraus? Teste dich auf Fragen, auch wenn du die Antwort noch nicht weißt. Beispiel, bevor du die Vorlesung oder das Skript oder das Buchkapitel durchgehst, geh die Überschriften durch und stell dir Fragen, die du jetzt vielleicht noch gar nicht richtig beantworten kannst. Zum Beispiel, wie ist das Diathese-Stressmodell aufgebaut? Du hast noch nichts von dem Modell gehört, gar kein Problem. Allein, dass du dir über diese Frage Gedanken machst, fördert deinen Lernprozess. Teste dich auf herausfordernde Fragen, auch wenn du sie vielleicht falsch beantwortest. Ich bin für eine Welt, in der wir alle selbstbewusster sind. Du auch? Wenn du eine Frage falsch beantwortest, lernst du trotzdem dazu. Dir muss dafür nur klar werden, dass die Antwort, die du gegeben hast, nicht die richtige war. Sonst lernst du natürlich das Falsche. Das ist aber insbesondere beim Lernen mit Karteikarten überhaupt kein Problem, da du deine Antwort mit der Antwort auf der Karteikarte vergleichen kannst. Sich zu testen hat eine auf jeden Fall positive Wirkung auf das Lernen. Also hör auf, die Fehler persönlich zu nehmen und integriere sie einfach in deinen Lernprozess. Nimm sie an, so wie sie kommen. Und jetzt ein kurzes Zitat aus Batman. Warum fallen wir, Sir? Damit wir lernen, uns wieder aufzurappeln. Je angestrengter du versuchst, etwas abzurufen, eine Information, an die du gerade nicht rankommst. Wann war nochmal der Geburtstag von meinem besten Freund? Denkst richtig drüber nach, du kommst einfach nicht drauf, überhaupt kein Problem. Du wirst dir das in Zukunft nämlich deutlich besser merken können. Was gibt es für wissenschaftliche Evidenz für Active Recall? Die Effektivität von Active Recall wird von Dunlosky und Kollegen als hoch bewertet. In der Meta-Analyse wurde Active Recall mit Selbsttest oder Übungstest erfasst. Selbsttest wäre quasi sich selber testen mit Karteikarten. Übungstest ist eine simulierte Prüfungssituation. Eben keine richtige Prüfung, aber ein spontaner Vokabeltest, der alle von den Socken haut. Dunlosky und Kollegen schreiben dazu übersetzt: Testeffekte wurden über eine beeindruckende Bandbreite von Übungstestformaten, Materialarten, Alter der Lernenden, Ergebnismessungen und Aufbewahrungsintervallen nachbewiesen. Somit haben Übungstests eine breite Anwendbarkeit. Übungstests sind im Vergleich zu anderen Techniken nicht besonders zeitintensiv und sie können mit minimalem Schulungsaufwand durchgeführt werden. Schließlich haben mehrere Studien Belege für die Wirksamkeit von Übungstests in repräsentativen Bildungskontexten geliefert. Im Nachfolgenden schauen wir uns diese Studien detaillierter an. Herbert Spitzer hat 1939 mit über 3600 Schülern untersucht, wie sich Übungstests auf das Lernen auswirken. Die Schulkinder sollten einen Artikel lesen und dann entweder einen Tag später oder eine Woche später eine finale Prüfung, also einen finalen Test machen, der die Inhalte des Artikels abfragt. Es gab zwei Gruppen, eine Experimentalgruppe und eine Kontrollgruppe. Die Experimentalgruppe bearbeitete nach dem Lesen des Artikels einen Übungstest. Also ein Test, der das Wissen abfragt über diesen Artikel. Die Kontrollgruppe hat nichts gemacht. Ergebnisse. In der Grafik ist jeweils das leistungsstärkste und das leistungsschwächste Drittel abgetragen. Zum Allem ist angegeben, ob die Schüler die finale Prüfung
einen Tag später oder eine Woche später hatten. In allen Bedingungen ist die Gruppe, die nach dem Lernen einen Übungstest gemacht hat, hier in Blau, deutlich leistungsstärker in der finalen Prüfung als die Kontrollgruppe. Die Active Recall Gruppe hat auch nach einer Woche noch bessere Erinnerungen an das Gelesene. Active Recall, also sich selbst zu testen oder einen Übungstest zu machen, steigert hier die Prüfungsleistung um 30 bis 40% im Vergleich zur Kontrollgruppe, die keinen Übungstest gemacht hat. Studie 2. Wie verhält sich Active Recall im Vergleich zu anderen Lernmethoden? Die Forscher Karpike und Blunt haben 2011 verschiedene Lernmethoden miteinander verglichen. Und hier wird es wieder richtig spannend. Es gibt 4 Gruppen in diesem Experiment. Gruppe 1. Lernen. Ganz normal lernen war die Instruktion für die Studierenden, so wie sie es sonst auch tun. Wiederholtes Lernen, also einfach lernen, wie du es sonst auch tust, nur halt zweimal, an 2 verschiedenen Zeitpunkten. Mindmap, also erstelle eine Konzeptgrafik und lerne mit dieser Konzeptgrafik. Und eine Active Recall Gruppe, also eine Gruppe, die sozusagen Informationen abrufen soll und damit lernen soll. Die Leistung wurde in einem wortwörtlichen Wiedererkennungstest und in einem Inferenztest gemacht. Ein Inferenztest ist hier einfach ein Test, von dem man nicht wortwörtlich die Wörter wiedererkennen kann, sondern in dem man auf andere Sachen schlussfolgern muss, wo man etwas abstrahieren muss, um dann die richtige Antwort anzuklicken. Die Probanden, die mit Active Recall lernen, schneiden in dieser Studie mit Abstand am besten ab. Sowohl im wortwörtlichen Test, wo wenig Verständnis nötig ist, um zu punkten, als auch im Inferenztest. Wenn man jetzt die Gruppen Active Recall und normales Lernen vergleicht, sieht man mehr als doppelt so hohe Leistungswerte in der Active Recall Gruppe. Im Vergleich zum wiederholten Lernen sind die Leistungswerte ca. 20% höher. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber wenn mir jemand sagt, ich kann in weniger Zeit mehr lernen und das ohne mehr Aufwand, dann bin ich dabei. Kurzes Fazit: Active Recall ist de facto und wissenschaftlich fundiert die effektivste Lernmethode. Mit Active Recall erreichst du eine höhere Leistung als mit vergleichbaren Lernmethoden und du benötigst weniger Zeit. Du hilfst mir enorm, wenn du auf den Like-Button drückst. Damit unterstützt du mich und meinen Kanal total. Ein Reim darf sein. Jetzt zeige ich dir, wie du mit Spaced Repetition dein Lernen boosten kannst. Was ist Spaced Repetition? Ich werde es hier mal ganz kurz halten. Spaced Repetition ist nichts anderes als über die Zeit verteiltes Lernen. Du verbesserst schneller deine Leistung und kannst dich langfristig besser an die Dinge erinnern, wenn du sie über die Zeit verteilt lernst. Dann gibt es noch massierte Übungen. Das hat leider nichts mit angenehmen Schultermassagen beim Lernen zu tun. Zumindest bei den meisten. Eigentlich bedeutet es nichts anderes als viel auf einmal lernen. Nicht über die Zeit verteilt. Einfach alles auf einen Schlag. So wie 3 Tage vor der Klausur, wenn du mal wieder typisch dastehst und merkst, du hast bisher kaum gelernt. Studien belegen die Effektivität von Spaced Repetition. Einmal die Metastudie von Dunlosky und Kollegen, aber auch die Studie von Baddeley und Longman. Wenn du Psychologiestudent an der Universität des Saarlandes bist, kommt dir auch diese Studie vielleicht bekannt vor. In der Studie sollen Mitarbeiter der Post ein neues Sortiersystem lernen. Und dann gibt es 3 Gruppen. Gruppe 1 lernt über die Zeit verteilt. Jeden Tag für 90 Tage lernen sie 1 Stunde lang. Gruppe 2 lernt massiert. 60 Tage lang. Jeden Tag 2 Stunden. Das ergibt insgesamt 120 Stunden Übungszeit. Und Gruppe 3, 30 Tage lang, jeden Tag 2 Stunden Übungszeit für das neue Sortiersystem. Insgesamt auch hier 120 Stunden. Ergebnisse der Studie von Baddeley und Longman. Gruppe 1 lernt mit Spaced Repetition, also über die Zeit verteilt. Im Vergleich zu den anderen Gruppen war die Leistung nach 90 Tagen bei dieser Gruppe am höchsten. Diese Gruppe lernt am schnellsten. Spaced Repetition ist auch hier im Vergleich die effektivste Lernstrategie. Was ist Anki? Anki ist eine App, mit der du digitale Karteikarten erstellst und dich dann auf die Antworten testest. Anki basiert auf den 2 effektivsten Lernmethoden, Active Recall und Spaced Repetition. Anki ist gratis und für mich die mit Abstand beste Lösung zum Lernen mit digitalen Karteikarten. Es gibt Anki für iOS, Android, Mac und Windows. Wie setzt Anki Active Recall und Spaced Repetition gut um? Mit den Karteikarten, die du erstellst, kannst du dich einfach und effektiv auf dein Wissen testen. Nachdem du dann die Frage gesehen hast und beantwortet hast, drehst du ja die Karte um. Das machst du hier natürlich auch digital. Du bewertest dann, wie gut du die Antwort wusstest oder erklären konntest. Ein auf wissenschaftlichen Erkenntnis basierender Algorithmus zeigt dir die Karte erst dann wieder, wenn du kurz davor bist, sie zu vergessen. Wenn du an diesem Zeitpunkt wieder ansetzt mit dem Lernen, lernst du am effektivsten. Ein Vorteil von Anki, das manuelle Sortieren von Karteikarten oder das Ordnen und überhaupt das Aufbewahren von diesen fällt natürlich weg. Alles ist digital, auf deinem Laptop, auf deinem Handy. Außerdem kannst du die Karteikarten ganz einfach durchsuchen, wenn du noch schnell die Formel für irgendwas rausfinden möchtest, die du dir vorher eingespeichert hast. Du lernst mit Anki also so effizient wie möglich und wiederholst nicht unnötig. Abschließende Tipps und Fazit.
Fazit. Verlass dich nicht auf das Gefühl, dass du den Inhalt schon gut beherrschst, nur weil er dir vertraut vorkommt. Wenn du die Antwort wirklich gut erklären und in eigenen Worten wiedergeben konntest, dann bewerte es als einfach. Dann kommt sie so schnell nicht wieder. Beginne bereits in der Vorlesungszeit mit dem Erstellen von Karteikarten. Dann kann die Klausur entspannt kommen. Lerne täglich mit Anki. So profitierst du von den optimalen Intervallen. Und du wirst immer dann erinnert, wenn du kurz davor bist, das wieder zu vergessen. Du hast jetzt ein unglaublich starkes, kostenfreies Tool zur Verfügung, um effektiv zu lernen. Schau auch auf meinem Blog www.lasseschock.de vorbei. Dort habe ich alles nochmal schriftlich kurz zusammengefasst. Du hast gelernt, was beliebte Lernmethoden sind, dass die oft leider unsere Zeit verschwenden. Dann hast du gelernt, was wirklich effektive Lernmethoden sind. Active Recall und Spaced Repetition. Und zum Schluss, wie du alles praktisch umsetzt mit Anki, dem besten Tool für digitales Lernen mit Karteikarten, Active Recall und Spaced Repetition. Jeden Sonntag verschicke ich eine exklusive E-Mail mit den 5 coolsten Dingen, die ich in dieser Woche entdeckt habe. Wenn du dabei sein willst, geh einfach auf email.lasseschock.de. Das können exklusive Giveaways sein, Podcasts, Musik, Artikel. Die Sonntagsschnipsel-E-Mails sind nur verfügbar, wenn du meinen Newsletter abonnierst. Das ist kostenlos. Lass ein Like da, wenn es dir gefallen hat und schreib in die Kommentare, ob du Active Recall schon nutzt. Nutze dafür einfach die Hashtags Active Recall Forever oder Active Recall Newbie. Schön, dass du dabei warst. Danke fürs zu Ende schauen und ich wünsche dir einen wundervollen Tag.